Okay, it's really good to be here in Switzerland once again. I first came to Switzerland 12 years ago with my girlfriend at the time, and driving around a little Peugeot. And I've been here a few times since then, and it's always a pleasure to be in such a beautiful, unique, multicultural country. And I arrived yesterday from Morocco, so I'm presently in the honeymoon phase of being in Switzerland and all the mountains and the architecture, and so I very much enjoy here. Es ist super, mal wieder in der Schweiz zu sein. Ich bin vor 12 Jahren das erste Mal in die Schweiz gekommen mit meiner damaligen Partnerin. Ich habe es mal sehr, sehr gerne in der Schweiz. Jetzt komme ich nicht von Marokko gestern und genieße es, über in den Bergen zu sein und Schweizer Architektur, und ich genieße es da. So I actually came to Thun 10 years ago and visited Julian at a secret nature shop. And I was very impressed with all the products that were available. I know many of those products are not available anymore. Ich war vor 10 Jahren das erste Mal zu Thun im Secret Nature, habe Joachim kennengelernt. Ich war sehr beeindruckt, was man dort noch alles kaufen konnte, was es heute auch gibt. So I want to thank Julian for inviting me here to speak, and looking forward to rambling, ranting and raving for the next hour or so, in which after that we have probably 20 minutes for questions as well. So, ich möchte mich beim Joachim ganz herzlich bedanken, dass Sie heute mal da sind, dass Sie diesen Vortrag halten dürfen. Der wird etwa eine Stunde gehen und dann werden wir noch 20 Minuten haben für Fragen und Antworten. So as to who I am, I first got started in this story, i.e. Taking psychoactive plants and psychedelics, in 1999, which was the year the Matrix movie came out, by the way. Ich möchte erst mal noch ein paar Worte über mich selber sagen. Meine Reise mit den psychoaktiven und psychedelischen Substanzen hat 1999 angefangen. Als Nebenbemerkung, das ist das Jahr, wo der Film Die Matrix ist rausgekommen. And people often ask me how I got into this. Well, I smoked DMT, and then I opened my eyes, and my third eye opened, and I found it fascinating and interesting, captivating. And I say to people that I just found it an interesting thing to do, and it was a natural impulse of mine to keep exploring and investigating it, because at that time in Australia there were relatively few people really exploring DMT and the acacias. Ich werde oft gefragt, wie ich überhaupt dazu gekommen. Für mich war das so, ich habe DMT geraucht und dann haben sich meine Sinne geöffnet, mein drittes Auge hat sich geöffnet. Ich habe es einfach absolut faszinierend gefunden, was da ist passiert. Und dann hatte ich einfach den Impuls, dort weiterzugehen und zu forschen. Das war zu einer Zeit und in einem Land in Australien, wo es ganz wenige Leute gegeben oder immer noch gibt, die sich wirklich dafür interessieren, im Sinne von wirklich tiefer dort rein wollen und wirklich am Forschen sind. And around 2003, 2004, I started infusing DMT into herbs, including ayahuasca, and making blends that actually I very deliberately spread around the world. And the name that most caught on in the world is Changa. So I started that little revolution. 2003, 2004 habe ich angefangen, DMT mit anderen Substanzen zu mischen und Sud daraus zu machen und meine eigenen Ayahuasca-Rezepte zu entwickeln. Und habe... Was ist Changa? Changa. Also ich habe so die weltweite Changa-Revolution gestartet, quasi. Das ist so mein Hausrezept sozusagen.
wo ich dann sehr freizügig um die ganze Welt verbreiten. And also since about 2002, I've been facilitating ayahuasca groups and also using the Syrian ruin acacia. And I got a little bit well known in Australia a couple of years ago because I prepared ayahuasca on TV and gave people ayahuasca on TV, which is a little bit radical for Australia. It's a little bit kind of, similar to Switzerland, quite a conservative, at least on the surface, law-abiding country. So seit 2002 leite ich Gruppen, die Ayahuasca zusammennehmen, rituell. Und ich habe es zu einer gewissen Bekanntheit geschafft in Australien, wo ähnlich wie die Schweiz eher ein konservatives Land ist, indem sie revolutionärerweise sozusagen am Fernsehen live übertragen Ayahuasca-Workshop geleitet habe und wir das zusammengenommen haben. So I've also been giving talks since 2002. And for me, yes, DMT and psychedelics and ayahuasca, it really gives me an opportunity to express my obscure metaphysical viewpoints and perspectives. So, seit 2002 gebe ich auch Vorträge über Ayahuasca, über das, was ich Pflanzen gelernt habe, über meine Erkenntnisse, die ich dabei gewinne. Und tue die Erfahrungen, die ein bisschen obskuren, also im Sinne von metaphysischen Erfahrungen entsprechend weitergeben. In many respects, sometimes I feel like I'm preaching to the converted, but I hope today you'll get something out of my perspectives and viewpoints. Especially related to, and this is I think what I specialize in, is mindset and intention and perspectives and how to actually orientate oneself in a conscious manner using psychedelics. So, wenn ich vor einer Gruppe wie jetzt euch rede, dann weiss ich, dass sie gewissermaßen wie zu den bereits Konvertierten predigen. Also sprich, ich kann euch auch nicht allzu viel Neues bringen. Was meine Spezialität aber ist über das Mindset zu sprechen. Wie das die innere Haltung, die innere Einstellung optimalerweise muss sein, dass man auch die Erfahrungen machen können, die man eigentlich machen mit dieser Substanz. I remember in 2003, I think it was, at a psychedelic trance party in Australia, and I was talking to a young academic who was doing his doctorate in psychedelic trance, and he said to me, within that scene at that time, it seemed that people had a lot of fear about psychedelics. There was a lot of fear about the true psychedelic state. Ich kann mich erinnern, es war 2003 an einer Party, so einer psychedelischen Trance-Party, und dort bin ich einem jungen Mann begegnet, der seine Doktorarbeit hat geschrieben über psychedelische Substanzen. Und er hat mir gesagt, dass zu dieser Zeit und auch in dieser Szene doch die meisten Leute Angst hatten vor diesen psychedelischen Substanzen. I think that a mainstream, quote-unquote, scientific, quote-unquote, rationalist, quote-unquote, perspective would posit that the psychedelic state is one of hallucination. That is, it is a state out of the mind, and therefore out of the real, out of the relevant, and therefore a kind of invalid craziness. And I've not found this to be true at all. Wir müssen sehen, dass aus der Sicht der klassischen Wissenschaft, die ganz auf der Ratio, auf dem Verstand beruht, auf der Logik beruht, psychedelische Erfahrungen nichts anderes sind als Halluzinationen oder Träumereien in dem Sinn, wo man eben in einen Zustand geht, jenseits vom Verstand. Und wenn man eben nicht im Verstand ist es für die Wissenschaft auf gut Berndeutsch einfach
gewusst. Say if I do drink ayahuasca, the visions that I have are extremely precise. The visions and the information, the communication, the communion is so incredibly coherent and meaningful. And I believe that especially the psychoactive plants are a fundamental tool that we can use to access what we could call the metaphysical realm. And that is a realm of meaningfulness and meaning, which I think that people in our day and age are sorely lacking. Für mich ist das ganz anders, wenn ich das erlebe. Meine Visionen sind so präzise, meine Erkenntnisse sind so präzise, wenn ich Ayahuasca nehme zum Beispiel, dass es mir einen Raum öffnet, wo ich ganz einen tiefen Sinn spüre, eine Sinnfülle, eine Sinnhaftigkeit, wo doch die meisten Menschen heute in dieser Zeit gleich irgendwo vermissen und über den Verstand nicht überkommen. And I believe especially that this state can bring one into a state of enhanced thinking, a state of awareness where one can be hyper aware of oneself and be more able to look at oneself and deal with one's problems. So, this goes against the viewpoint that, drugs, psychedelics take you out of yourself or that they are a necessary kind of escape route. And they can be used that way, but the most constructive, healthy, beneficial, and fulfilling, interesting, and life-enhancing way is to take psychedelics, to inquire into oneself, and to look into oneself and use them as a tool for self-inquiry, and then one can really benefit from the fruits. Es gibt also so die Perspektive von der Gesellschaft sozusagen, die sagt, ja gut, psychedelische Drogen, wenn man die nimmt, ist man dann außerhalb von sich, man ist neben den Schuhen, man ist aber nicht bei sich. Das ist etwas für Leute, die flüchten vor dem Alltag, für ein Problem flüchten, die aussteigen. So wie ich es aber persönlich erlebe, so wie ich es vermittle, ist genau das Gegenteil eigentlich der Fall. Dass es mir hilft, tiefer in Kontakt mit mir selber zu kommen, dass es mir hilft, mich selber zu erforschen, dass es mir hilft, meine Probleme in der Ursache wirklich zu verstehen und dann auch zu lösen. Es ist ein Bewusstseinszustand, der erweitert ist, wo ich andere, höhere Perspektiven bekomme, eine tiefere Einsicht, wirklich, die eben nicht über den Verstand geht und was für mich ein Werkzeug ist zur Selbsterkenntnis. So psychedelics can show us a magical, enchanted world, an expanded world, and I think a lot of that is to do that when we take psychedelics, no matter what the compound or the plant, that we're taken out of the mind. We're taken out of the ego, we're taken out of the past, we're taken out of all the normal elements that are obstructing us from being present. So I think this is crucial for us to look at all these different elements that are preventing us from being in contact with essentially, you could call it the true functioning of the soul. Es hat also beide Seiten und es hat beide Möglichkeiten. Das eine ist so die Flucht vor einem selber, so wie ich es aber vermittle, so wie ich es erfahren und für mich brauche, ist es eben, dass mir die psychedelischen Substanzen in einen Zustand bringen, wo mein Geist erweitert ist, wo ich über das Denken auskomme, wo ich mehr ins Fühlen, ins direkte, unmittelbare Erfahren komme, in die Präsenz komme, ins Jetzt komme und dort eben mich selber auch entsprechend kann erkennen. Und das kann uns in eine verzauberte Welt bringen, in dem Sinn, dass wir halt mehr von dem, was das Leben eigentlich ist, von der Fülle vom Leben, von der feinstofflichen Ebene erfahren.
there is an American man, Chris Bush, I'm not sure that's the correct pronunciation, who is releasing a book next year called Diamonds from Heaven, about his explorations taking high-dose LSD. Da gibt es einen Amerikaner, ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen genau ausspricht, aber ich glaube, es ist Chris Bush, und er hat ein Buch geschrieben, das er nächstes Jahr veröffentlichen, Diamanten vom Himmel heisst es. Und dort beschreibt er seine Erfahrungen, wenn er mit hochdosiertem LSD. So he took over 20 years LSD at 500 to 600 micrograms by himself with his partner as a sitter. And his intention was to seek enlightenment. His intention was to go all the way. And his explorations are a fascinating insight into what you can experience and the potentials of what you can experience. Hat also über 20 Jahre immer wieder LSD-Reisen gemacht, mit 500 bis 600 Mikrogramm mit seiner Partnerin, die ihn quasi betreut hat, begleitet hat während diesen LSD-Reisen. Und sein Fokus war ganz klar Erleuchtung, Selbsterkenntnis. Und er beschreibt also in diesem Buch auch seine Erfahrungen, die er dort gemacht hat, und die Möglichkeiten mit Hilfe vom LSD. So he eventually came to the realization there was no end point. When he thought he'd reached an ultimate state, he was shown a more ultimate state, and then after that a more deeper ultimate state, until he realized it was infinite. There was no end. It was all a magnificent, gigantic fractal. There was no enlightenment. There was no final reaching. There was no end point. Seine Erfahrung in der Essenz war ganz einfach, dass es immer, wenn er einen Zustand hat erreicht und er gefunden hat, wow, so gross, so weit, so rein ist es noch nie gewesen, ist ein noch grösserer, noch ultimativerer Zustand gekommen, hat er dann das nächste Mal wieder etwas anderes, etwas noch Grösseres erlebt, und ist dann darauf gekommen, dass das Leben ja eigentlich unendlich ist, wie ein Fraktal, dass es nicht etwas gibt wie einen Punkt von Erleuchtung, wo man kann sagen, ja super, jetzt habe ich es im Sack, jetzt bin ich erleuchtet, sondern dass es eine Reise ist, die nie aufhört. So I think Chris Bush's work is incredible and phenomenal. Looking forward to his book a great deal. But I think it also shows us that the attempt of the psychonaut to reach enlightenment or reach the final puzzle is a kind of a quest that maybe doesn't make sense, because at the end of the day we're back in the human form and we're living our human lives, and he eventually had to stop because the states that he could go to, it was too heartbreaking for him to enter into those states and then come back into the physical reality. Für ihn, also ich freue mich extrem auf das Buch, ich freue mich extrem, das dann wirklich so ganz zu lesen. Und für den Chris Bush war die Erkenntnis am Schluss gewesen, dass er auf diesen LSD-Reisen Zustände erreichen konnte, die er aber im Alltag nicht integrieren konnte. Und er hat dann gefunden, gut, der Lanis, der hat aufgehört, weil es für ihn wie herzzerreissend war, in die Räume einzutreten und dann quasi wieder zurück in den Körper müssen, in den Alltag, ohne die Erfahrungen aber wirklich im Alltag zu verankern und zu integrieren. For me, when I first got started in this, it was always made clear to me that the other worlds and all these worlds that you can experience, and yeah, you can experience them, and it's not that hard to experience them if you smoke enough DMT, which is not that hard to do. That wasn't really the point and the purpose. That the point and the purpose was living your life and living the most full life that you could. And actually, for me, it always involved a work, and the work involved
deconstructing the mind, deconstructing the ego, looking at all the elements in myself that were preventing me from actually, being in the present and not suffering, not causing suffering to others, and actually in, basic terms, which is the term, I think Gurdjieff started it, the spiritual teacher, working on yourself. So, für mich ist es von Anfang an nicht das gegangen, wo es ist mir auch immer wieder wie gesagt worden oder gezeigt worden. Es geht nicht darum, Erfahrungen zu machen, spirituelle Erfahrungen zu machen. Das ist gar nicht schwierig. Man kann, wenn man genug DMT raucht, und das ist definitiv nicht schwierig, genug DMT zu rauchen, dann kann man mit Geistwesen in Kontakt treten oder gewisse spirituelle Erfahrungen machen. Aber das ist eben das, was für mich nicht darum geht. Mir ist es immer darum gegangen, ich will eigentlich mein Leben in der Fülle leben, ich will mein Potenzial erkennen und entfalten. Ich will mein Ego erkennen, ich will meine Mechanismen erkennen, ich will die auseinandernehmen, ich will mein Ego erkennen und auseinandernehmen. Das, was mich daran hindert, eigentlich die bestmögliche, optimalste Version von mir selber zu sein. Und um das ist es mir dann gegangen, dass wir die Substanzen einfach helfen, mir selber zu erforschen, zu erkennen, dass ich wieder etwas ablegen kann, wieder etwas leichter werden kann und wieder etwas mehr sein im Alltag. Und ich glaube, das war Gurdjieff, der als erstes von dieser inneren Arbeit geredet hat, also an sich arbeiten. So I think when you take psychedelics, whatever it is that you do, very often if you have that mindset, it can be quite chaotic. It can be quite chaotic. If you are new to this and you've never done it before, or even if you're very experienced, it can be chaotic. It can be confusing. It can be messy. It can be crazy. But one thing I say to people is that actually the LSD, the mushrooms, the plants, they're not crazy. You're the crazy one. Wenn man sich zuerst einlädt auf DMT, auf Ayahuasca, auf die psychedelischen Substanzen, wenn man zuerst die Reise macht, das kann tatsächlich recht chaotisch wirken. Das kann uns tatsächlich recht aussteindeln. Das kann uns erstmal wie schräg draufbringen, haben wir das Gefühl. Der Punkt ist, die Substanz an sich, die ist total klar. Das, was chaotisch ist und neben den Schuhen und ausgestellt, das sind wir. Und auf dieser Reise sehen wir es nachher. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Dass nicht quasi das DMT uns neben die Schuhe tut, sondern dass wir dann vielleicht erst checken, dass wir das ja sowieso die ganze Zeit sind im Alltag und dann haben wir plötzlich den Spiegel vor der Nase. And so a lot of what you're experiencing or what you're going to experience is the truth. And the truth is not always easy to face. And it isn't a truth that's in the realm of the mind. It's not in the realm of the ego. It's pure, and it's not trying to. It's not within the realm of culture. It's nothing that is. How would you say? It's not wrapped up in cotton wool. It's just pure. It's just like, okay, well, this is how it is. Der Punkt ist, die Pflanze ist wie das rohe, nackte, reine Leben, der reine Spiegel, der dir vorgehabt wird. Und das ist nicht rosarot, wo dort, wo wir eben über den Verstand ausgehen, was uns aus dem Denken rausnimmt. Im besten Fall verheben auch unsere Selbstbilder nicht mehr. Dann können wir wie nicht mehr sagen, ja, ich bin so und so bin ich nicht. Das und das verdrängen wir an uns und das wollen wir gerne zeigen. So, weil die Substanz uns einfach wirklich wie von oben lässt sehen, schau mal, das ist deine Fassade und hinten dran, so sieht es wirklich aus. Und das kann sehr nackt sein, das kann sehr konfrontierend sein und auf einem Weg, auf eine positive Art einfach roh. So your real position and where you really stand and how you really are can be very confronting. And often
it may be very different to the perspective that your mind, culture, society, your ego, or all the different elements would like to perceive reality but to be. But also it's very liberating when you realize that you have the potential to really shift and change and transform, and that you have the tools to reorient yourself and navigate not just the psychedelic space, but your own life within the coordinates that you've got that are not within the realm of the mind, they're not within the realm of illusion. They're within the realm, presumably, hopefully, these perceptions and the pure awareness and understanding that you have can give you a real sense of where you really are, and then you can begin to position yourself in a place where you really want to live. Und das kann eben sehr konfrontierend sein, wenn man dann über die Konditionierungen, die Muster, die Prägungen von der Gesellschaft, die Selbstbilder, all das, was wir über uns denken, was wir von uns selber denken, was wir über das Leben denken, wenn wir dann in ein erhöhtes Bewusstsein eintreten, in ein erweitertes Bewusstsein eintreten und dann hinter die Fassade schauen. Das kann sehr konfrontierend sein, das kann auch unangenehm sein, und gleichzeitig kann es so sehr befreiend sein, weil wenn wir uns wirklich darauf einlassen und sagen, ja okay, dann ich habe wirklich ein aufrichtiges Interesse daran, das braucht eben die innere Haltung. Die innere Haltung muss klar sein, okay, es soll kommen, es soll sich zeigen. Und dann kommt eben der mit dem, wie gehe ich mit dem um. Das hilft mir auch, anders zu navigieren im Leben. Dann kann ich mehr anfangen, meinen Alltag, mein Leben dementsprechend so zu gestalten, dass ich mich mehr von der Intuition, mehr vom Gefühl führen und nicht mehr so fest vom Verstand und von all diesen Konditionierungen. And I think, at least what I've come to these days, I've been doing this pretty intensely 19 years or so, and it's not, when I take ayahuasca, it's not like massive issues are coming up for me. I think that definitely the rabbit hole gets deeper and you go deeper, and I think you begin to understand more. You see more, you have various initiations into understanding and awareness and perception, and your understanding of reality expands and deepens, and you have more awareness and clarity. But I have to say, I still don't feel I have a particularly clear picture. So, ich mache das jetzt seit etwa 19 Jahren und ich muss sagen, wenn ich Ayahuasca nehme, dann kommt nicht, weiss nicht was, an irgendwelche Themen oder so. Für mich ist es so mehr, dass ich immer schon jedes Mal tiefer gehe, jedes Mal tiefer komme und sich mein Bild von der Realität, beziehungsweise nicht das Bild, sondern mein Verständnis, mein Erleben von der Realität jedes Mal wieder ein bisschen erweitert. Und ich kann nicht sagen, dass ich irgendwo nach dran wäre, wie ein vollständiges Bild oder so vom Leben zu haben. Es ist einfach etwas, was sich immer weiter vertieft. But I do feel sane. I do feel really sane. I don't feel mad. I don't feel I'm ever going to lose my mind, because I lost it long ago. And I feel a whole lot better for it, and I recommend it to everyone. Aber was ich muss wirklich unterstreichen ist, dass ich mich sehr, sehr gesund fühle, sehr viel gesünder als früher. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich habe meinen Verstand verloren, schon vor langer Zeit. Oder Verstand zu verlieren, war das Beste, was mir passieren in meinem Leben. I think the ego as well. I think I might have lost the ego. I think I might need to put some work into getting a bigger ego, so I'm doing what I can. Bear with me as I try and grow a bigger ego. I think it's important. Vielleicht habe ich sogar schon zu viel Ego abgelegt. Vielleicht sollte ich mir ein grösseres Ego suchen tun, weil das manchmal noch gäbig wäre. Because perhaps the ego is a container for the soul in a way. So maybe
Like people like John Lennon in the 60s had the idea we should destroy the ego, kill the ego, but then you kind of become this sort of nothing person. You become this, you don't have a vehicle for expression. So perhaps there's different levels of the ego. And I think the ego can be confused with the essence or the soul. What is the ego and what is the soul? How do they relate? I think sometimes we get a bit lost in these words. We simply don't have a good lexicon. We don't have a good vocabulary to even really beginning to understand a lot of these issues. Und da wird es schwierig mit der menschlichen Sprache, nur mit der, die wir jetzt im Moment haben, dass wir Wörter brauchen können und gleich nicht recht wissen, für was und was welches Wörter jetzt braucht, bedeutet. Zum Beispiel, dass man das Ego mit der Seele oder mit der Essenz kann verwechseln kann. Und das, was ich meine, mit man kann auch zu wenig Ego haben, ist, dass in den 60er Jahren zum Beispiel der John Lennon gefunden hat, man müsste das Ego zerstören, man müsste das Ego komplett auflösen. Aber was bedeutet das? Das Ego ist eigentlich unsere Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit ist wie ein Gefäß, das ist unser Ausdruck. Sonst wären wir alle in einem kompletten, permanenten Zustand von absoluter Leere. Und dann würden wir vielleicht irgendwo im Himalaya in einer Höhle sitzen und chillen, aber dann lohnt es sich wie nur einfach Mensch zu sein und Erfahrungen zu machen. Also eine Persönlichkeit braucht so. Das, was wir mit dem Ego ändern meinen, das ist eben das, was uns quasi hindert, die Selbstbilder, die wir haben, vor allem die negativen Selbstbilder, die Blockaden, die Schutzmechanismen, die uns davon abhalten, eben das Leben in der ganzen Fülle zu erleben. Some of you may be aware of the Stoics, and the Stoics were a philosophical sect in Roman times. One of their most famous communicators was Marcus Aurelius, who was the emperor of Rome at one point. And the Stoics believed that the primary intention that was most important for us as human beings was the flourishing of the soul. Vielleicht habt ihr schon mal von den Stoikern gehört. Das ist eine philosophische Bewegung zur Zeit der Griechen und später von den Römern. Und einer der berühmtesten Stoiker war der Marcus Aurelius, der dann einmal noch Kaiser war vom Römischen Reich. Und für die Stoiker war quasi so das Zentrale im Leben, dass die Seele wachsen kann, dass die Seele erblühen kann. And I think when this intention, when this awareness is really brought into clear view, I think when you really begin to understand what that is, and I do believe it's not easy having this intention and awareness in a society that is often apparently very much opposed to the flourishing of the soul and very much more focused on the material domain that many would say prioritizes the physical reality and very much does not even recognize any metaphysical or soulful reality, or simply chooses the way of consumerism and desires and the lesser forms of consuming and living. Das ist eine herausfordernde Grundhaltung, ist eine herausfordernde Grundeinstellung für einen Menschen jetzt in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft. Weil unsere Gesellschaft ist viel mehr darauf ausgerichtet, auf das Konsumieren, auf die Oberflächlichkeiten, auf das Materielle und verneint eigentlich, dass es überhaupt etwas wie feinstoffliche oder metaphysische Ebenen gibt, dass es noch mehr gibt, als wir mit dem Skalpell sezieren oder mit unseren Augen sehen können. Und der Fokus unserer Gesellschaft im Moment ist nicht, unsere Seele zu erforschen und zum Erblühen zu bringen. But I do believe that psychedelics can help us. And
very much so because we can really look at the mind and we can deconstruct the mind and come to a point where the mind is no longer an obstacle. And for myself, I find that psychedelics have really helped me stop thinking. So this machinery, these galloping horses, this consistent neurotic round and round and round and round that used to be something that I experienced and I see in most people that I meet, that's not happening for me anymore. Und ich glaube ganz tief, einfach aus der Erfahrung heraus, dass uns psychedelische Substanzen genau dort eben helfen können, den Kopf abzustellen, den Kopf zu beruhigen, aus dem Verstand auszusteigen. Ich erinnere mich sehr gut, wie das für mich war, einfach in diesem Hamsterrad von den immer gleichen Gedanken innen zu sein. Ich sehe das Rattern bei anderen Menschen, die ich begegne, ständig. Und ich kann sagen, mir hat es wirklich geholfen, meinen Kopf zu beruhigen, meinen Kopf abzustellen. I think that where I find myself is that I find myself more in a state where I feel in control of my mind. And I find myself in a place where if I want to, I can actually meditate, which I used not to be able to do because my mind is going round and round and round and round. And I think if you're trying to meditate and your mind is just spinning around and all these thoughts are happening, you actually can't meditate, because meditation is, I believe, when you stop the mind, then you can actually experience the mechanisms of the soul and the body. Für mich persönlich ist es eben wirklich so gewesen, dass der Verstand ist ruhig geworden, dass ich den Kopf abstellen kann. Ich kann die Gedanken so beruhigen, dass meine Gedanken still werden können, dass es mir hilft, auch zu meditieren. Das ist etwas, was ich früher nicht hätte können. Und für mich persönlich verstehe ich Meditation so, dass es dort anfängt, wo der Kopf wirklich ganz ruhig wird. Dass wir überhaupt spüren können, dass wir erfahren können, was wir uns verbinden mit dieser Seele und fühlen, wie der Körper funktioniert, wie die Seele funktioniert, dass wir überhaupt dort herhören können. Und wenn es die ganze Zeit rattert und plappert im Kopf, dann ist nichts mit Meditieren. So rather than psychedelics making you crazy, I believe that psychedelics have the potential to make you sane, because you can actually let go of all these bullshit ways of thinking, all the structures and ideologies and belief systems, beliefs, and all the subtle things that are a little bit even hard to address unless you're in that state and you're identifying it and you see that all these elements in your mind that are actually inhibiting you from thinking, from thinking in a way that's aligned to your natural intelligence, like to a higher intelligence. Und ich glaube eben, wenn der Kopf ruhig wird, dass wir uns dann wieder verbinden mit einer anderen Intelligenz. Wir nennen nicht die Intelligenz vom Verstand, so wie wir das sonst kennen mit dem IQ-Test und so, sondern mit einer bewussten Intelligenz, mit einem Bewusstsein, wo wir eigentlich sind. Und darum ist meine Erfahrung mit den psychedelischen Substanzen, dass sie, wenn wir die richtige Haltung haben, die richtige Einstellung haben, wirklich auch gesund machen können, dass es etwas sehr Gesundes ist und nicht entgegen quasi der landläufigen Sicht von der Gesellschaft, ja, psychedelische Drogen, wenn du irgendwie ein LSD schmeißt, bist du dann für den Rest von deinem Leben ein Erdbeere oder so. Dass sie uns eben verrücken. And I think there are layers and levels as well to the mind. Recently, I've been more and more clicking that the film The Matrix was actually a documentary, and that it's extremely good metaphor for what's happening in the world today. Durch meine vielen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, ist mir auch bewusst worden, dass der Film Die Matrix eigentlich ein Dokumentarfilm ist und dass er auf wunderbare Art symbolisch darstellt, was eigentlich in der heutigen Gesellschaft passiert. It's my belief that
humanity at this time is infested with etheric parasites, entities and beings who interfere and influence the minds of people. So in the state, when you're being influenced by entities and beings, whether they're inside your psyche or whether they're influencing you from outside, or simply whether you're being influenced by a culture that's being influenced by them, you're actually not thinking. You're actually not connected to your own innate and divine intelligence in that place. Und ich glaube, dass wir kollektiv wie verseucht sind, wie infiziert sind auch von negativen Geistwesen. Ob die jetzt in uns in unserem eigenen Energiefeld sind oder ob die jetzt im Feld der anderen sind, im Feld von einer Gesellschaft sind, die uns dann wiederum beeinflusst, wo wir dann Gedanken haben, wo wir dann Ansichten haben, die vielleicht gar nicht wirklich unsere sind, sondern wo wir beeinflusst werden, die auch mitgesteuert werden von diesem Kollektiv, uns dessen gar nicht bewusst sind. Und wenn wir uns dort nicht wie ausklinken können, dann können wir gar nicht richtig zu uns selber kommen und uns selber wirklich spüren. Und dann spüren wir auch nicht, was ist meine Seele, was bin ich eigentlich. None of this is easy to face, because how is the ego going to flourish on poverty, especially in the Western world, the European world? It's actually very liberating, but it can be a lot of hard work to actually let go of the illusions and all the shiny ideas and fantasies in which the ego can become, and actually join the resistance, join the Nebuchadnezzar, and actually, yeah, it may not be an easy journey, but it's the only journey that's going to lead anywhere. Also es ist, wie gesagt, es ist nicht unbedingt ein gemütlicher Weg, es ist ein konfrontierender Weg. Und im Film, in der Matrix, gibt es ja das Schiff, wo sie damit unterwegs sind, Nebukadnezar. Und dort haben sie ganz einfache Kleider und essen da nur so die Proteinsuppe, um sich ernähren. Wenn wir die Illusionen auseinandernehmen, wenn wir all das weglassen, wenn all das abfallen, was eben nicht funktioniert, was wir gerne hätten, es würde, aber es tut eben gleich nicht, dann ist das ein Weg, der erst mal ernüchternd ist, der kann sich steinig anfühlen, aber letztendlich müssen wir ja durch diesen Flaschenhals durch, auch wenn es ungemütlich ist. Und für mich ist es definitiv der einzige Weg, der überhaupt irgendwo herführt, wo nicht eine Sackgasse ist oder eben ein Umirren in einem Labyrinth. I often consider the plight of the white man, as I am a white man. And yes, many of the ills of the world can be attributed to the white man. And I think there's reasons why that is, especially. And I think there's many clues and indications in a mythology that some of you might be aware of. The Fisher King story and the Handless Maiden. Is anyone aware of this mythology? It's from the 12th century. No? Ich glaube, dass die Weißen, und ich bin ja selber auch ein Weißer, viel Unheil haben angerichtet in der Welt. Und ich glaube, dass das ganz bestimmte Gründe hat. Und ich glaube auch, dass sie gewisse, wenigstens einige von diesen Gründen glauben zu kennen. Ich weiss nicht, ob ihr ein bisschen mit der Mythologie vertraut seid aus dem 12. Jahrhundert. Da gibt es so in einem Märchen die Geschichte von der handlosen Jungfrau zum Beispiel und noch eine andere. So there's a fantastic book by a Jungian psychotherapist called The Fisher King Wound and the Handless Maiden. I think I'm pronouncing the title correctly. Fisher King Wound, like the wound? Yes. Okay. Also es gibt ein Buch von einem jungianischen Psychologen, das heisst «Die Wunde vom Fischerkönig und die handlose Jungfrau».
I won't go into the precise story related to the Fisher King wood and the story of the handless maiden. It's quite a precise and intricate story, rich in symbology, and Robert A. Johnson believes and describes the Fisher King wound as the wound of the feeling function. Ich werde euch jetzt die Geschichte nicht im Detail erzählen, von dem verwundeten Fischerkönig und von dieser handlosen Jungfrau. Es ist eine Geschichte, die wirklich total reich ist und dicht bepackt von Symbolik, von Bildern, die uns eigentlich wie aufzeigen, dass wir das Fühlen verlernt haben. And how do you even talk about the feeling function, especially in the English language? I honestly don't know German, so I don't know what it's like. But honestly, in English, it's very hard to even talk about the feeling function. Robert A. Johnson describes the Fisher King wound as being so prevalent and so common in Western society that how do you even identify it? Der Robert A. Johnson, der das Buch geschrieben hat, der hat gesagt, das ist in unserer Kultur, in unseren sogenannten westlichen Gesellschaften, ist das so verankert inzwischen, dass es wie ein totaler kollektiver blinder Fleck ist. Wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Und wir wissen gar nicht, was Fühlen eigentlich bedeutet, was mit dem gemeint ist. Das ist das Wort. Wir denken spontan so, ja, ich bin hässig, also die fühlen, oder ich habe Freude. Es geht nicht um das, es geht um ein tiefes können spüren, erleben, unmittelbar in Resonanz sein mit etwas. Und das ist etwas, wo wir wie einfach nicht mehr haben. And I think it's by looking into and investigating this wound, which is actually very much related to our modern day society. And think about the Middle Ages and the 12th century, because it is in this time that man starts to involve himself in using machines. He begins to use his mind and machines. And the story of the handless maiden involves the devil coming to the miller and saying to the miller, I will give you a mill that will enable you to use the river to mill the wheat and the grains. And the miller's so happy he doesn't ask the devil what he wants in exchange. And the devil comes back for his price, and the price is he cuts off the miller's daughter's hands. Horrorgeschichte. Und die Geschichte, also es hat seine Ursachen. Er ist ein ganz begnadeter Psychologe, der das Buch hat geschrieben, der anhand von dieser Geschichte eben etwas hat beschrieben, was bei uns passiert. Das hat seine Ursachen, das hat seine Gründe, warum das so der Shift ist passiert in dem 12. Jahrhundert, dass wir uns wie kollektiv entschieden haben, zu sagen, okay, jetzt gehen wir alle schön in Verstand und entwickeln unseren Kopf und das Fühlen, das stellen wir ab, das wollen wir jetzt auch unterdrücken. Und er beschreibt das eben so, in dieser Geschichte, dass der Teufel zum Müller geht und sagt, los Müller, ich mache dir ein Müllrad. Das wird mit Wasser angetrieben, mit dem kannst du dein Korn mahlen. Viel mehr und viel schneller und viel länger, als es dir jemals vorher möglich war. Der Müller war so begeistert, dass er gefunden hat, ja super Sache, das machen wir. Und hat vergessen, den Teufel zu fragen, was er denn eigentlich dafür will. Und dann ist der Teufel, hat er ihm das Müllrad gebaut. Und der Müller war entsprechend glücklich, bis der Teufel dann kam und hat gesagt, so, jetzt will ich meinen Preis, und hat die beiden Hände von seiner Tochter genommen. I think it's especially interesting to talk about this in Switzerland, because especially I know in the 19th century, Switzerland was the number 2 economy in the world after England. And Switzerland didn't have so many natural resources, but it did have the ability and did seek to cultivate the making of machines, which began with
You know, the cliche of the cuckoo clocks and all kinds of technology. And so, also the manufacture and industry. So Switzerland actually, as a culture, has excelled and exceeded and become probably one of the most esteemed cultures in the world, countries in the world, that creates technology and machines. Und das 12. Jahrhundert, der Übergang, so, der kollektive Übergang mehr in Kopf, mehr in Verstand, hat ja auch bewirkt, dass die Menschen dann angefangen Maschinen zu bauen. Und die Schweizer, die haben es am besten gemacht von allen. Darum ist es so spannend, gerade heute in der Schweiz zu sein und mit euch über das zu reden. Weil noch im 19. Jahrhundert ist die Schweiz die zweitgrösste Wirtschaftsmacht weltweit nach den Engländern. Und das, weil sie gewusst haben, wie Maschinen bauen. Und nachher aus dem heraus ist dann die Tourenindustrie gekommen. Und noch heute hat die Schweiz Ruf in der Weltraumtechnik und die anderen Bereiche einfach weltweit führend sein, was Ingenieurkünste angeht, was Maschinenbau angeht. Economy in the world, and they were the English were the ones who really utilized the satanic mills. They were the ones who really brought out the Luddites, the people who wanted to destroy the mills, destroy the machines. The people who saw the machine somehow as an enemy of the soul. And ich selber finde es so spannend, meine persönliche Geschichte ist ja, ich bin der Sohn von einer englischen Mutter und von einem australischen Vater und in Australien aufgewachsen. Und die Engländer waren ja weltweit führend als Wirtschaftsmacht, eben weil sie es auf die Spitze getrieben haben mit der Einführung von der Maschinen, mit der Industrialisierung. Und sie sind eigentlich so ein bisschen wie das Urbild von dieser Geschichte, von diesen satanischen Müllinen, die sie in Gang gesetzt haben. So I know British culture quite well. I know the Swiss culture a little bit. Also die englische, britische Kultur, die kenne ich ziemlich gut. Von der Schweizer Kultur weiss ich noch wenig. But I also, I would say it's very easy to say about British culture, it is not particularly emotional. It is not particularly empathetic culture. It is a culture that is very much in the mind. To the and expressions of emotion are very much discouraged within Anglo culture. Also das, was wir so als Stereotyp, als Klischee haben von den Engländern, das ist tatsächlich so, wie es ist. Also sie sind sehr, sehr rational, sie sind alles andere als emotional. Sie sind sehr verstandesorientiert und, sagen wir mal so, emotional kühl. Ist nicht wirklich eine Kultur oder Gesellschaft, die sehr jetzt empathisch wäre. Oder wo man jetzt als erstes sagen, ja, die Engländer herzenswärme, ja ganz klar. So I see similarities between British culture and Swiss culture. Also von dem wenigen, was ich über die Schweizer Gesellschaft weiss, sehe ich doch gewisse Gemeinsamkeiten. And I think it's interesting to really look at history as well. Before industrialization, what was really driving our ancestors? What was on their mind? And really, a lot of it was Christianity and Catholic Christianity. Wenn wir jetzt zurückschauen, wir nehmen es halt einfach Wunder, warum ist das, oder warum sind wir jetzt an dem Ort, wo wir jetzt sind, wo kommt das her und warum ist jetzt der Übergang passiert in diesem 12. Jahrhundert und hat es dort so angefangen, dass wir mehr Verstand sind gegangen. Also es hat ganz viel zu tun mit der Institution von der katholischen Kirche. So I think it's important to look at that because it was many hundreds of years in which
I think people lived in a state of guilt and shame, especially related to sexuality, love and sexuality. Und so haben wir, wie wir gesehen, haben wir jetzt über 800 Jahre mindestens gelebt, kollektiv einfach in einer Gesellschaft, die sehr fest auf Schuld und Schamgefühl ist aufgebaut war, ganz besonders um die Themen von Sexualität und Liebe. The interesting thing from my perspective is that this Catholic Christianity posited human sexuality as evil, and that because the human sexuality was merely the physical, that it was sinful. However, I think many of us in this day and age are realizing that that sexuality in many respects can be an avenue in which individuals can realize the truth of love and the nature of the metaphysical. Und jetzt haben wir also das Erbe, das kulturelle Erbe von der Unterdrückung von der Sexualität, von der Verteufelung im wahrsten Sinne vom Wort von der Sexualität durch die katholische Kirche. Und auch dort ist ja ein grosser Wandel passiert, dass immer mehr Menschen verstehen, hey, Liebe machen, Sexualität kann auch ein Weg sein, ein spiritueller Weg, der uns tiefer zu uns selber bringt, der uns erfahren lässt, was Liebe ist. And I think Christianity can be quite a heavy-handed religion. It creates quite a high bar in which, okay, if you're not reaching that high bar, then there's this sense of guilt and shame that perhaps you're not reaching that high bar. For example, I think back in the day, it would have been around the 12th century, I can't remember where I read this, but I read that people in that time decided that maybe love was not possible, that the best that could be achieved was perhaps charity. Okay. Ich weiss nicht, wo ich das gelesen habe, aber im 12. Jahrhundert hat man zum Beispiel auch glauben, dass es das Liebe ein Ideal ist, das man nicht erreichen kann oder erfahren kann, sondern dass das Güte also quasi das höchste von dem Gefühl ist, Freundlichkeit. So. Und There's no word for charity in Julian. I got the second part. I was just thinking about the first part. Oh yeah, yep. Ja genau, das ist das. Dass die katholische Kirche also extrem hohe Messlatten für das menschliche Verhalten extrem hoch gesetzt hat. Die Menschen einfach bombardiert hat, wenn die sollten so sein, so dürften nicht sein, die müssen so sein, so sollten ihr sein, das geht gar nicht. Und hat extrem trennen, extrem verurteilen, auf eine Art, die so extrem ist, dass kein Mensch dem hat entsprechen konnte. Ein Beispiel dafür ist eben, dass sie gesagt haben, naja, zur Liebe seid ihr nicht fähig, also probiert wenigstens nicht sein zum Nachbar. Needless to say, I think being on the Nebuchadnezzar makes you humble. Und ich kann sagen, so auf dem symbolischen Schiff auf der Nebukadnezar unterwegs zu sein, macht einen sehr demütig. But also, I think part of that, I think that even though humility may be revered or perhaps desired in some at some times, I think that a fundamental aspect of taking psychedelics is seeing the extreme potentials and to some degree even activating those potentials and having the awareness and the hope and inspiration of what is possible for yourself. Und so glaube ich einfach auch mit einer Bescheidenheit, mit einer gewissen Demut können sagen, ja, psychedelische Substanzen, wenn wir sie eben bewusst einnehmen, wenn wir sie mit einem bewussten Rahmen einnehmen, wenn wir sie mit einer ganz klaren Haltung einnehmen, wenn wir uns auf uns selber eingehen und uns selber auch aushalten und selber wirklich hergeben, wie dort läuft, dass es uns wirklich helfen kann, hinter unsere eigenen Fassaden, hinter unsere Drogenbilder und Schleier können zu schauen und uns auf die Art wieder nackt zu machen vor uns selber zu erkennen und auch nicht zu uns zu kommen.
And I think that there is this possibility to come into a relinquishment of different elements that actually are not really giving the individual what they want. I think that especially consumerism does prey on our instinctual self and our instinctual desires, which are very, even perhaps not found within tribal people. Ich glaube wirklich, dass es uns helfen kann, die Schleie zu durchschauen von all dem, wo wir vielleicht das Gefühl haben, wir brauchen es, dass wir uns glücklich und dass das dann wie weggehen kann, dass wir dann nicht mehr die geilste Bibel oder heisseste Karre müssen haben, für das wir das Gefühl haben, es geht uns dann besser, sondern dass wir dann zu etwas zurückkommen können, was für die Naturvölker ganz selbstverständlich ist, zu einem Zustand von sein, von in Kontakt sein mit sich, was dann eben so das von uns von der Gesellschaft eingerichtet wird, als was wir sollten brauchen oder sollten müssen haben, für dass wir das einfach merken, nein, ist doch gut. In the tribe, there's no advertisements that are portraying a higher form of life that you can obtain by buying a Swiss watch. In den Naturvölkern findet man keine Werbebanner, die irgendwo aufgemacht sind, wo draufstehen, wo man den Leuten versucht weiss zu machen, schau, wenn du jetzt eine Schweizer Uhr kaufst, geht es dann eher besser. And people aren't orientated towards sex. They're not orientated towards money. They're not orientated towards power. So in that sense, I think we can begin to see how manipulated we are. Und ich glaube, dass eben das, was ich vorhin angesprochen habe, eigentlich so wie auf eine Art niederen instinktiven Trieben beruht. Und dass es eben in den Naturvölkern nicht so ist. Die machen nicht so ein Zeug aus dem Sex wie wir. Die rennen nicht dem Geld nachher. Die müssen nicht, weiss nicht was, haben, also sich Wünsche erfüllen, damit sie das Gefühl haben, sie haben ein besseres Leben. I think in the tribe, happiness is gained by giving, by sharing, by connecting. This is the game. This is the truth. This is actually what's going to make you feel good. Ich glaube, das Gefühl von glücklich sein oder die Freude, einfach die Freude kommt bei einem Naturvolk, in einem Stamm innen, vom Teilen, vom Können geben, vom Können schauen, dass es allen zusammen gut geht. Das ist die Quelle eigentlich von der Freude und nicht, dass jeder für sich schaut, dass er sein Gärtchen möglichst voll füllt. So even on the Nebuchadnezzar, there are things of value, real value, that can be shared. And there can be real connections made. Even in our highly compromised, relatively spiritually dysfunctional society, we can find value and share value. Also selbst wenn wir aus dieser Gesellschaft, aus diesem kollektiven Wahnsinn aussteigen, und selbst wenn wir dann mit nicht mehr so vielen anderen zusammen auf der Nebuchadnezzar unterwegs sind, so ist doch der Gewinn riesig, dass wir plötzlich wieder wahre Verbindung, wahre Verbundenheit miteinander erleben und mit dem Leben erleben zum Beispiel. And I do believe that there is a natural orientation in the human being that wants to come to true functionality, our true nature. And in my experience, that is the most pleasurable, fulfilling place to come to. That's where the real juice is. Und ich glaube, dass wir wie eine Grundfunktion haben, wir Menschen, wir haben etwas ganz, ganz tief in unserer Seele, wo wir wissen, eigentlich geht es darum, herauszufinden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wir haben so viel in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, die eben nicht funktioniert. Und wenn wir einfach nach dem leben, dann haben wir das komische Gefühl, irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas fehlt, irgendetwas ist nicht gut.
Und dann versuchen wir entweder uns das reinzuholen über noch mehr und merken dann, dass wir immer unzufriedener werden, oder wir steigen aber aus und dann sitzen wir auf dieser Nebukadnezar und dann merken wir, aha, okay, da gibt es eine Verbundenheit, da gibt es etwas unter alledem, etwas, was wirklich erfüllend ist. Und das ist der Weg, den ich darüber rede. So even though this talk has been a little bit heavy at times, I do believe that there is great value taking psilocybin mushrooms and experiencing the pleasurable states, the ecstatic states. That is all important and valuable, and that is definitely something that we should be encouraging and allowing and not having guilt and shame about it. Also, der Vortrag auch relativ schwere Passagen hat, weil eben doch nicht alles immer nur so rosarot ist, wie wir es vielleicht gerne hätten. So glaube ich doch ganz, ganz tief an den Wert, zum Beispiel von psilocybinischen Pilzen. Ich glaube an den Wert daran, Erfahrungen zu machen von Ekstase, von Freude. Ich glaube an den Wert davon, sein Bewusstsein zu erweitern, in Kontakt mit sich selber zu treten, sich selber zu erkennen. I do believe that psilocybin mushrooms and ayahuasca, many of these compounds, they are innately healing. They do bring function to many different levels of consciousness, many different levels of the body and the soul, and that should feel good. The best I've ever felt, perhaps in my life, was taking low-dose mushrooms in a float tank. It took like 3 hours. And after 3 hours, just sink into this incredible bliss. You just sink into this immense relaxation. And that stayed with me for a week afterwards. I could return to it. And that pleasure, that when you experience that, when your body's saying to you, keep doing this, whatever you're doing, it's the right thing to do. That's what you should be doing. Your body's saying, it's giving you these endorphins. It's saying, whatever you're doing now, it was great. Like, do that again. Just like when you have a run and you get the endorphins. It's a similar mechanism. Und so, ich glaube, dass zum Beispiel Psilos oder Ayahuasca uns helfen, auf eine tiefere oder höhere Ebene zu kommen, wo wir unser System auch resetten können, wo heilsam ist. Ich glaube eigentlich nur daran, ganz fest, vor allem wenn wir es mit der Ausrichtung machen, aber nicht zu flüchten, sondern eben wirklich in Kontakt zu kommen. Dann glaube ich eigentlich, dass die Substanzen nur gesund und nur heilsam sind für uns. Ich erinnere mich besonders an eine Situation, wo ich eine niedrige Dosis Psilos genommen habe und dann in so einem Wassertank, in so einem Schwebetank war quasi und einfach 3 Stunden lang eine unglaubliche Glückseligkeit erfahren habe. Und dann noch eine Woche lang nicht angehalten, weil ich mich mit dem Zustand immer wieder verbinden konnte. Und das sagt mir persönlich jetzt, dass mein Körper sagt, hey, was auch immer du machst, mach das weiter, das ist gut, das tut dir gut. So ein bisschen wie wenn man längere Zeit also intensiv Sport macht und dann fängt das Gehirn irgendwann mal an, Endorphine auszuschütten und wir fühlen uns gut und der Körper sagt, hey, super, merci, hast mich bewegt. So I think that because the psychedelics, especially the natural ones, say psilocybin mushrooms, I do believe that they are agents that are working to heal us, to bring us into deeper functionality, deeper integration. That because that is the case, that they can help us to find that metaphysical meaning, to come in deeper contact with the soul, and therefore that allows these diseases of the modern day, the depression, the ennui, the unhappiness to leave when people begin to feel some meaning in themselves. Und so glaube ich ganz fest, bin ganz tief davon überzeugt, dass uns Psilocybin, Ayahuasca, die psychedelischen Substanzen, wenn wir sie eben bewusst
nehmen, dass sie nur gesund sind, dass es Heilmittel sind, Heilmittel für unser ganzes System, Heilmittel für unseren Körper, für unsere Psyche und dass sie uns helfen, wieder Sinn und Erfüllung zu finden in unserem Leben. Ich glaube, dass man sich bewusst einsetzen für Depressionen und viele sogenannte psychische Zivilisationskrankheiten auch helfen zu behandeln, für wieder in einen Zustand zu kommen, wo wir in einem Einklang sind mit unserer Seele. So that's it, and we're going to have maybe 20 minutes of questions. So, das war's zum Vortrag. Jetzt haben wir vielleicht ca. 20 Minuten noch für Fragen. Ja, mach kurz am Yeah. First, congratulations, you're doing a huge job. That's really admirable. You simultaneously translating, you're doing a really good job. Couldn't be able to be possible to do that. I have a question regarding the first part of your lecture, and it's I would call it the ayahuasca question, based on it's a huge discussion among psychonauts regarding where you should take the substance ayahuasca. Should you stay here in the locality here and try it here, or should you go to these indigenous cultures and regarding the disturbance of indigenous cultures to endanger them with all this mass tourism that would most probably happen, and everybody's running to the rainforest and try it there. What do you think personally about that, or what do you have to say about it? Also erstmal ein Kompliment für die Übersetzung. Und dann ist stark, ich werde so die Ayahuasca-Frage nennen zum ersten Teil von deinem Vortrag. Und zwar nimmt es mich Wunder, was würdest du sagen? Sollen wir Ayahuasca, sollen wir das hier nehmen, wo wir leben, oder sollen wir wirklich tatsächlich zu den Naturvölkern gehen, wo das total Bestandteil ist von ihrem Leben, ihrer Kultur, ihrem Alltag, auf die Gefahr hin, dass es einen Tourismus gibt, der dann auch wieder die entsprechenden Naturvölker beeinflusst. Was kannst du dazu sagen? Well, I have an article on my website called Why You Should Take Ayahuasca Alone. So, pretty much, I don't really recommend going to the Amazon. I probably recommend you get together with your friends and you learn how to cook it yourself and take it with your friends in nature, and you support each other. And even, I don't know if you guys have come across Tim Ferriss's book, Tools of Titans. He's this American self-development author, not quite Tony Robbins, more sort of biohacker guy. He recommends drinking ayahuasca with a small group of friends, 3 or 4 people, every 3 months for good mental health. And I 100% agree with him. Spot on. You don't need a shaman, but you do need to be aware and study this area and take all possible precautions and do your research. There's a lot out there. Also ich habe die Frage ganz klar beantwortet. Ich habe einen Artikel auf meiner Webseite, wo ich das beschreibe, warum, also der heisst, warum man Ayahuasca sollte alleine nehmen. Und ich bin dort sehr stark eins mit einem amerikanischen Autor, der auch so ein bisschen ähnlich ist wie der Tony Robbins, für die den kennen, der sagt, hey Leute, wenn ihr Ayahuasca nehmt, sucht ihr deinen besten Freund, deine beste Freundin, tut euch das zweite, das dritte zusammen und tut alle 3 Monate für euch euer Ayahuasca selber kochen, selber herstellen und geht in die Natur raus, nehmt es dort, unterstützt euch gegenseitig, das bringt euch am meisten, ihr braucht nicht unbedingt einen Schaman. Was ihr allerdings braucht, ist schon die richtige innere Haltung, die richtige also die Ausrichtung und dass ihr könnt, sonst, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst etwas wissen, dann könnt ihr euch das Wissen auch aneignen, indem ihr darüber leset. Aber ich empfehle eigentlich, wenn es nicht in Amazonas ist, nicht nötig, machen es hier und machen es so persönlich wie möglich.
Any more questions, or we can wrap up? What do you think about hydroxy-DMT? Yes, so I had access to a whole load of 5-MeO-DMT years ago, and I worked with it for a fair amount of time, over some years, and it was synthetic 5-MeO-DMT. What we're experiencing in the world today is the new ayahuasca is a Bufo alvarius toad, and I personally am not a big fan of smoking the toad, and I would never do it again. And when I did it, I realized I didn't need to do this, and I had smoked enough 5-MeO-DMT to go into those states which appear like some kind of enlightened alternate state. I do believe those states are significant and profound and interesting and relevant, but I do not believe it's a sustainable path, or that it's really necessary to keep smoking 5-MeO. I'd probably say everyone should consider doing it at least once in their life, but once you've done it, you really don't need to do it again. And I've been doing research on 5-MeO-DMT containing plants around the world, and I found some very interesting things, including one plant containing 5-MeO-DMT, DMT, and beta-carbolines, which was orally active. So I hopefully will be spending some more time next year continuing my research, because I believe the plant source of 5-MeO-DMT is where it's at. The synthetic, I don't like the synthetic. I think it's harsh, it's jagged, it's not that great. If anyone has any contacts for 5-MeO-DMT made in this country, hit me up, because that's the best stuff I've come across. I'd probably do that again if I came across it. Actually, the toad I found a bit toxic. I found say if you're smoking 100 milligrams of toad venom, you don't even know how much 5-MeO-DMT is in there, but it might be something like 15, 20 milligrams. Might even be more than that, might be less than that, but the rest of it's what the toad is using to defend itself, right? It's venom. So when I did it, I got completely bowled over by the venom, and then managed at some point to extract what I knew was a 5-MeO-DMT experience out of it from my experience with the synthetic. So I'm not sure what it's like in Switzerland, but in Australia and places and many other countries, the toad fad is pretty big, and I'm not sure how sustainable it is. There's a fair few toads out there, but I don't know. I think it's a little bit like, that's why I was really motivated to do this research on the plant-based sources of 5-MeO, because I believe that's sustainable. And also the orally active brews that give you maybe a couple hours in that space. For me, that's more interesting. And especially also not smoking 15, 20 milligrams of 5-MeO, but smoking 5 milligrams of 5-MeO, where, in a way, Changa is originally designed as a low-dose DMT experience, a sub-breakthrough DMT experience, because people at that time, they were just smoking 50 to 100 milligrams in Australia. They're really going, all the way, or not even doing it. Rather than smoking 15, 20 milligrams, try smoking 3 or 4 milligrams. It's actually extraordinarily beneficial, and it's more in the body, and it's actually very blissful, pleasurable experience. So that's my answer. Oh, sorry. I forgot about my translator, sorry.
Ich muss sagen, dass das auf Deutsch heißt, der erste Teil 5 Amino. 5 Methoxidien. Methoxidien. Also genau. Ich das mal zusammenfassen, er hat ihn sonst unterbrochen, wenn er sich mit Ormen wiederholt hat. Ja. Also, die Punkt 1, synthetisch, wenn man auch wirklich richtig gutes 5 Methoxy-DMT findet in der Schweiz, sagt mir es, wer interessiert daran. Ich persönlich habe die synthetische Version viel zu harsch gefunden, viel zu straub. Das hat mich in der Brust da. Dann gibt es auch verschiedene Pilze, die ich auch erforscht habe, wo man rauchen kann und wo man dann so ca. 15-20 Milligramm 5-Methoxy-DMT quasi mitbekommt, aber der Rest ist eben vom Pilz und da sind so viele andere Stoffe drin, die der Pilz quasi zur Selbstverteidigung braucht. Krott, Taut. Ah, okay. Tautstuhl ist. Ja, das ist jetzt beides. Tautstuhl ist Pilz, aber Taut ist Krott. Okay. I thought about the mushroom toad. No, No, it's the toad. Okay, also der Pilz macht Krott. vom Krott habe ich, das ist, der brauchte das ja zur Selbstverteidigung quasi und das hat mich gestrusset. Also auf gut Deutsch, das hat mich viel zu fest gestrusst, da habe ich keine schöne Erfahrung gemacht. Mit dem reinen 5-Methoxy-DMT, das ist etwas niedrig dosiert, so 3-4 Milligramm langt. In Australien gibt es Leute, die finden auch 100 Milligramm super, ja jetzt gar nicht. Aber es gibt manchmal wirklich niedrig dosiert, kann es eine schöne körperliche Erfahrung geben. Und für mich ist die Essenz wirklich so, einmal gemacht haben ist gut, für die Erfahrung auch gemacht zu haben. Aber dann ist wie auch gut, ja, gefunden, es ist nicht etwas, das mich weiterführt, das mich in die Tiefe führt, das ich brauchen kann auf meiner Forschungsreise, sondern es ist etwas, das eben auch einen Zustand von Glückseligkeit hervorrufen, wenn man weiß wie. Und sonst mit dem Krottengift, wie gesagt, hat es so viele Nebenwirkungen, dass es ganz schwierig war für mich, die eigentliche DMT-Erfahrung rauszufiltern und dann zu sagen, okay, jetzt muss ich mich auf das konzentrieren, jetzt gehe ich dort nicht. Apologies. Die Pflanze auch vorkommt, das ist interessant. Plants. Okay, so in which plants does it? I missed the plant. There's a YouTube video, I've gone into that, it's called Entheographical Explorations on my YouTube channel. Also auf meinem Julian Palmer. YouTube-Kanal habe ich Julian Palmer ein Video darüber gemacht. Entheographical Explorations. Geografische Erforschung, also auf Englisch natürlich nicht entsprechend. Ja, noch eine Frage über die LSD nach der Einnahme. Es gibt ja solche, die es über die Zauge einnehmen. Und es soll ja entweder intensiver sein, aber auch vielfach könnte so schädlich wirken. Was hat der oder was haltet der davon? I have a question relating to LSD. There are people who say you should take LSD over the eye, and I don't know whether you have experiences with that because I don't know would it be bad for the eyes or can you absorb it better? Some people say it's more intense. I have met people in Australia who said that they used to do that. They used to take LSD, dropping into your eye if it's pure LSD. I think the come on might be quicker, but I think it's probably more a party trick more than anything. Also ich habe bei mehreren Leuten begegnet in Australien, wo mir gesagt haben, sie haben LSD, also absolut reines LSD ins Auge getröpfelt und unter dem Strich ist es eigentlich mehr ein Partytrick. Also es kommt nicht darauf an, wie du das einnimmst. Most people I know, they drop it in that bit of flesh in between their thumb and their forefinger and then let it absorb a bit and then lick it from there. Die meisten, die ich kenne, die das LSD flüssig zu sich nehmen, natürlich so hier auf das Schwimmhütchen zwischen Daumen und Zeigefinger, das nachher da einwirken und schmeckt das nachher auf. Cool. Okay. That's it then. Gut. Thank you. Dankeschön. Woo!